Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor das Video losgeht, losen wir noch den Gewinner vom Gewinnspiel aus. Ja, vielen lieben Dank für die ganze rege Teilnahme hier. 536 Leute haben teilgenommen. Wir können noch mal einmal aktualisieren, damit, ja, falls vielleicht noch jemand dazugekommen ist. Aber ich denke mal, es bleibt dabei. 536 Leute sind es insgesamt. Ja, das ist extrem viel auf jeden Fall. Ne? Aber es geht ja auch um 100 Euro, deswegen ist ja nicht unbedingt wenig. Wie immer nehmen wir hier von dem Video die URL, kopieren sie raus in den YouTube Comment Picker und der filtert für uns einen Kommentar raus. Ne? Dabei werden keine Duplikate erlaubt, das heißt jeder, der mehrfach hier geschrieben haben sollte, wird hier jetzt quasi rausgefiltert, sodass eine Mehrfachteilnahme nicht möglich ist. Ja. Wie immer kann es natürlich nur einen Gewinner geben, ne? Aber wir werden in Zukunft natürlich auch noch viele weitere Giveaways machen. Jetzt steht ja auch schon bald wieder Weihnachten vor der Tür. Ich denke mal, da wird es bestimmt auch noch eine Kleinigkeit geben. Deswegen immer schön die Augen und Ohren offen halten. Da gibt es definitiv noch mehr. Okay, wir suchen uns einen Gewinner raus von 536 Kommentaren. Es hat tatsächlich keiner einen Kommentar doppelt geschrieben, das ist krass. Ja, picken wir den Gewinner und dieser ist diesmal, Trommelwirbel, Rey Mysterio. Ich wünsche jedem Teilnehmer viel Erfolg und auch ein Dankeschön an dich, Dorza. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support hier, für deinen Support, für jeden Support da draußen. Deswegen, dass ich euch sowas zurückgeben kann, ermöglicht ihr mir ja erst. Deswegen danke, danke, danke. Rey Mysterio, bitte schreibt mir einmal auf Discord oder auf Instagram. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Dann gehen wir das Ganze nochmal einmal durch, dass du das dann auch wirklich bist, nochmal überprüfen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Auf jeden Fall mit deinem Gewinn. Herzlichen Glückwunsch, mein Bester. Ja. Okay, dann haben wir das soweit erstmal dazu. Wir befinden uns heute auf EU24 und auf EU24 haben einige gestern neue Rekorde aufgestellt, neue Stufe 300er Rekorde und viele weitere, die gehen wir jetzt heute mal so ein bisschen im Detail durch, wer da alles mit dabei ist, was hier alles wieder in den Schatten gestellt worden ist, kann man so sagen. Ja, und zwar fangen wir hier einmal an mit Kovo. Der hat hier den schnellsten Jack the Hammerer Rekord als Magier jetzt auf dem Server. Innerhalb von 8 Tagen, vorher war es Frieren mit 10 Tage. Dann haben wir hier Mi Blaster, der den schnellsten Stufe 300er Assassinen jemals zum einen Serverstart aufgestellt hatte. Das Ganze hat ihn 8 Tage gebraucht. Vorher war der Rekord dabei scharfe von 10 Tagen. Dann haben wir Kugi mit dabei, der den schnellsten Jack the Hammerer als Badeklasse gelegt hatte. Hat ihn 8 Tage gebraucht. Vorher waren es 9. Und dann nochmal Kugi mit den schnellsten 300er Baden auf dem Server jemals. Hat ihn auch 8 Tage gebraucht, was vorher der Rekord von Capso war mit 10 Tagen. Ja. Und dann haben wir hier noch Aurikos, der auch den schnellsten Jack the Hammerer als Scout-Klasse hier noch bekommen hatte. Vorher 5 Tage, jetzt 5 Tage, vorher Kovo mit 6 Tagen. Und dann auch nochmal mit der Klasse des Kundschafters die Stufe 300 als schnellster Scout jemals zum Serverstart. Hatte ihn auch 8 Tage gebraucht. Vorher war der Rekord bei Tepakat mit 9 Tagen. Ja, und wir haben auch noch mehr Rekorde, die hier auch teilweise noch nicht eingeschrieben worden sind. Zum Beispiel haben wir jetzt auch Kovo, der heute den Stufe 300er Rekord aufgestellt hat als Magier. Ja, wir haben jetzt momentan gerade den 9. Tag von EU24 und der vorherige Rekord von der Magierklasse liegt momentan oder lag bei 12 Tagen. Also er hat den Rekord von 12 auf 9 Tagen reduziert. Also hier auch nochmal Glückwunsch an der Stelle, beziehungsweise an alle Leute hier, die hier neue Rekorde aufgestellt haben. Ist definitiv eine krasse Sache und gebührt auf jeden Fall Respekt, weil das ist natürlich auch, da gehört viel Ehrgeiz dazu. Natürlich auch immer eine Prise Pilze, das kann man nicht absprechen, das ist ganz klar. Allerdings braucht man halt eben auch
das nötige Wissen dazu und halt eben auch über jetzt diesen längeren Zeitraum auch sehr viel, sehr viel Disziplin, weil du ja auch deine ganzen Festungskämpfe und sowas machen musst, wo du halt jetzt gerade, wo wir jetzt gerade Festungsevent haben, geht das wirklich super schnell, dass die dann auch wieder regenerieren. Du musst den Wecker stellen, auch über Nacht Festungsangriffe machen und so. Du hast nicht wirklich sehr viel Schlaf und das ist halt, das muss man auf jeden Fall sagen, das gebührt auf jeden Fall Respekt. Deswegen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der da sich einen Rekord einheimsen konnte. Und mal gucken, was wir vielleicht noch für Rekorde sehen. Ein paar sind ja auch noch offen, deswegen vielleicht sehen wir da sogar noch ein bisschen mehr in Zukunft. Wir haben auch beispielsweise Lieutenant, der hier auch eventuell noch die Chance hätte, sich den Stufe 300er Berserker-Rekord zu holen. Wir müssen mal gucken, wo der momentan gerade liegt. Mit dem Bersi haben wir jetzt hier gerade am Start 10 Tage. Ja. Also heute wäre noch quasi ein Tag Zeit, um den Berserker-Rekord um einen Tag zu minimieren. Heute wäre der 9. Tag, also falls er es schaffen sollte, wäre hier auch noch das Potenzial da, den Berserker-Rekord zu holen. Und halt, wie gesagt, auch noch viele weitere Rekorde hier. Ich habe die Liste schon wieder zugemacht, aber da ist ja auch noch definitiv mehr am Start. Ne? Ja, wir haben jetzt hier auch eingetragen 228 Rekord Tag 1, ne, von Aurikos. Und ja, wir hatten hier zum Beispiel auch noch den Krieger im Angebot, den man noch machen könnte. Der Mage wurde jetzt schon von Kovo abgelöst. Dann hätten wir noch den Battle Mage. Wie gesagt, der Berserker steht im Raum. Und der Druide und Nekromant wäre auch noch da, wo man hier noch einen Rekord einstellen könnte, beziehungsweise einen neuen Rekord aufstellen könnte. Ne? Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar, die hier kurz vor Stufe 300 stehen. Es sind halt aber viele dabei, die die gleichen Klassen spielen, wo wir jetzt halt auch schon die 300er Rekorde gesehen haben. Deswegen, ja, alles Weitere ist natürlich sehr schwer. Ne? Also man findet gerade zum Serverstart auch Battle Mages super schwer. Es ist nicht einfach, die Klasse hier zum Serverstart zu finden, weil das halt eher eine unbeliebtere Klasse ist zum Serverstart. Hier haben wir jetzt erst den ersten Battle Mage und ja, das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Weil die Klasse halt sehr cool ist, aber leider wird sie halt nicht so krass genutzt zum Serverstart, weil sie halt eben einfach eine PvP-Klasse ist im Late Game und PvE-technisch in den Dungeons im Early Game leider nicht so stark performt. Ne? Ja, ansonsten mit dem Pestdoktor selbst sind wir jetzt hier auch nochmal gestern ein paar Level vorangekommen. Ja, wir befinden uns zwar immer noch so am Schlusslicht. Ne? Das ist auch eine sehr, sehr starke Gilde hier, muss man einfach sagen. Die performt ziemlich gut. Und ja, mir fällt es auf jeden Fall merkbar schwer, da relativ weit oben mitzuhalten. So, ne? Man muss dazu sagen, dass ich jetzt aber auch nicht so diese Tryhard-Schiene fahre, beziehungsweise auch nicht zusätzlich auflade. Also spiele hier halt mit meinem Sponsoring, das war's. Ne? Ich habe mein Sammelalbum auch noch nicht großartig gepusht. Das ist für die Stufe absolut unterirdisch, was ich hier am Sammelalbum habe. Ja, aber das ist halt eben ja nicht so auf Langfristigkeit getrimmt, das Ganze. Ne? Deswegen, sonst hätte ich da schon ein bisschen mehr Gas gegeben, was diese ganzen Late-Game-Features angeht. Ne, ich versuche in der Festung einigermaßen mitzukommen, aber halt eben wegen der Ritterhalle hauptsächlich, damit ich da der Gilde nicht ganz so ein Dollarklotz am Bein bin. Ja, müssen wir mal schauen, wie lange wir uns hier noch halten. Ich denke mal, lange wird es nicht mehr sein. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass wir hier zum Serverstart ein bisschen mitmachen durften, auch wenn der für mich persönlich selbst nicht so gut gelaufen ist, weil ja, die Zeit einfach nicht da gewesen ist. Deswegen, ja, hoffe ich mal, konnte ich trotzdem da einigermaßen ein bisschen was zu beitragen, auch wenn es nicht viel war. Aber mal schauen. Ich werde den Pestdoktor auf jeden Fall, selbst wenn wir jetzt hier irgendwann jetzt zeitnah rausfliegen sollten aus der Gilde, werde ich noch ein bisschen weiter spielen, ein bisschen weiter testen noch, weil es war ja potenziell für mich eine Klasse gewesen,
wo ich sagen könnte, okay, das wäre eventuell was fürs Late Game, aber das muss man echt mal schauen. Ich weiß noch nicht ganz hundertprozentig, ob mir die Klasse so gefällt, dass ich sagen würde, okay, ich spiele die als nächste Langzeitklasse im Late Game auf EU 50 so, ne? Mal schauen. Vielleicht werden wir da erst auch noch irgendwie auf die neuen Klassen warten. Ich denke mal, das ist smarter, um halt zu gucken. Bis EU 50 sind es ja noch ein paar Jährchen, deswegen werden wahrscheinlich auch noch ein paar Klassen rauskommen. Vielleicht ist da noch eine dabei, die mir noch besser gefällt. Ich finde die Klasse jetzt nicht schlecht. Ja, sie macht Spaß auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht, ob es jetzt die Klasse ist, die ich jetzt ultra gerne ins Late Game packen würde. So, ne? Das muss ich mir erst noch ein bisschen anschauen. Aber ja, ich meine, ich spiele die Klasse jetzt erst seit 9 Tagen, seit Serverstart. Deswegen muss man sich da erstmal jetzt ein bisschen längerfristig ein Bild von verschaffen. Aber ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.